In diesem Video geht es um das Goethe-Zertifikat C2 und wir werden uns Sprechen Teil 1 gemeinsam anschauen. Ich habe speziell für dich PDFs zum Herunterladen bereitgestellt und am Ende gibt es sogar noch einen Bonus. Also, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu bleiben. Ich wünsche dir viel Spaß. Damit du ja nichts verpasst, klicke gleich hier unten auf Abonnieren und schon kann es auch losgehen. Hier geht es jetzt darum, spontan einen Vortrag zu halten im Kontext eines Seminars. Denn auch du kannst erfolgreich sein mit unseren Tipps und Tricks zum Goethe-Zertifikat C2 Sprechen Teil 1. Legen wir los. Als allererstes zeige ich dir, wie das Video aufgebaut ist. Du siehst als allererstes, wie die Prüfung aufgebaut ist, also Sprechen Teil 1. Dann zeige ich dir, wie du dich zu Hause schon gut vorbereiten kannst. Dann gebe ich dir noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand und am Ende gehen wir noch ein Beispiel durch. Und dann hast du es auch schon geschafft. Und wenn du bis zum Ende dabei bleibst, dann bekommst du auch noch einen Bonus von mir. Also, es lohnt sich dran zu bleiben. Los geht's, die Prüfung. Goethe-Zertifikat C2 Sprechen Teil 1. Falls du die Prüfung noch nicht gesehen hast, fragst du dich vielleicht, was wird denn hier getestet? Und zwar sollst du einen Vortrag halten. Du bekommst dazu 2 Themen, die jeweils 3 Zitate haben. Und dazu sollst du dann 5 Minuten lang einen monologischen Vortrag halten. Also es geht hier nicht um einen Dialog, eine Diskussion, sondern einen Vortrag. Und nach dem Vortrag hast du dann noch 2 bis 3 Minuten Fragen von den Prüfern. Und falls du dich auch fragst, worauf hier überhaupt geachtet wird, es gibt nämlich zweierlei Sachen. Es gibt einmal den GER, den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Und da kannst du genau nachlesen, was du als C2-Kandidat alles so wissen und können musst. Und dann gibt es hier auch noch beim Schreiben sowie beim Sprechen prüfungsinterne Kriterien, die basieren auf diesem Referenzrahmen. Und wenn du die Prüfung mal anschauen möchtest, also den Sprechen Teil 1, dann kannst du hierzu auch eine PDF herunterladen und den Link dazu findest du unter diesem Video. Hier sehen wir einmal die prüfungsinternen Kriterien und das sieht schon etwas viel aus. Wir schauen uns das mal langsam an. Du kannst da gerne jederzeit das Video pausieren und es dir mal in Ruhe durchlesen. Also, wir haben auf jeden Fall im Teil 1 die Produktion, das ist der Vortrag. Im Teil 2 der mündlichen Prüfung hast du eine Interaktion, das ist eine Diskussion. Und die wird auch nochmal extra bewertet. Ja, also wir befinden uns im Teil 1 und da wird geguckt, dass du überhaupt einen ordentlichen Vortrag gehalten hast. Und dass das Thema stimmt und so weiter. Und dann werden auch noch andere Kompetenzen sich angeschaut, wie zum Beispiel die Kohärenz. Das heißt, ist deine Argumentation, dein Vortrag, wie du sprichst, deine Sätze, sind die ordentlich verknüpft? Ist das alles logisch? Dann wird auf deinen Wortschatz geschaut, hast du das ordentliche Vokabular, das passende Vokabular und auch ein hohes Vokabular auf C2-Niveau? Dann wird auf die Struktur geschaut. Hier zum Beispiel brauchst du ein breites Spektrum. Kannst du deine Wörter flexibel einsetzen? Hast du eine natürliche Kommunikation? Auch wenn du hier und da mal kleine Fehlerchen machst. Und dann wird auch auf die Aussprache geschaut und die Intonation. Das heißt, hast du Melodie im Satz? Hast du die Wörter natürlich ausgesprochen, so wie ein Muttersprachler fast? Und man schaut, dass du schon nahe an das Muttersprachdeutsch rankommst. Aber musst du natürlich nicht komplett. Ja, Aussprache ist immer ein bisschen schwierig, aber man soll dich gut verstehen können und es soll natürlich klingen.
Einen kleinen Tipp möchte ich dir mit auf den Weg geben. Du kannst hier bei Home Studies einen kompletten C2-Kurs direkt für dich zugeschnitten mit deinem eigenen Lehrer mal durchüben oder auch einzelne Teile, die du noch mal üben möchtest, ja? Das kannst du machen, indem du hier unten auf den Home Studies Link klickst. Den findest du wie gewohnt in der Beschreibung unter diesem Video. Und wir machen direkt weiter. Jetzt weißt du, worauf es ankommt bei der Bewertung. Und jetzt kannst du dich schon mal zu Hause gut vorbereiten für diesen Teil der Prüfung. Also, du hörst in meinen Videos Tipps oft mehrmals. Das ist ganz normal, weil es einfach Tipps gibt, die sind einfach wichtig für jeden einzelnen Teil der Prüfung, für jeden Teil. Und das ist zum Beispiel das Wortschatz erweitern. Die brauchst du durch die ganze Prüfung hinweg und genauso auch in deinem Alltag und im Beruf. Deswegen hörst du das öfters von mir. Ja, es ist einfach ganz wichtig. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du Nachrichten schaust, die Zeitung liest, Dokumentationen schaust. Du kannst auch Dokumentationen mal hören, ja, oder die Nachrichten hören im Radio zum Beispiel. Du kannst Podcasts, Vodcasts machen. Also alles versuchen auf Lesen, auf Ebene von Lesen, Sprechen, Schreiben, Hören, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sprechen wahrscheinlich am wenigsten, wenn du nicht viele deutschsprachige Freunde hast oder so, oder schon vielleicht irgendwo arbeitest oder so in Deutschland. Dann wird es vielleicht schwierig mit dem Sprechen, aber du solltest es trotzdem versuchen. Wenn nicht, findest du vielleicht Klassenkameraden aus dem Deutschunterricht und da solltest du das Sprechen auch mal üben. Und dann, um deinen Wortschatz zu erweitern, solltest du schauen, dass du aktuelle Themen findest und auch schwierige oder für dich uninteressante Themen, weil besonders in diesen Themen hast du wahrscheinlich wenig Vokabular im Gegensatz zu den Themen, in denen du dich halt auskennst, ja. Und dann solltest du dir natürlich das Ganze mal aufschreiben, die Wörter, die dir schwierig fallen. Und die solltest du dann aber auf jeden Fall in den Alltag auch integrieren. Das heißt, du sollst sie benutzen. Schreib einen Text, benutze die Wörter im Text oder benutze sie mal mündlich, weil nur so kannst du sie auch wirklich lernen. Und noch ein Tipp, es gibt auch C2 Wortschatz- und Grammatikbücher. Die helfen dir natürlich auch, deinen Wortschatz auf das richtige Niveau zu bringen. Als nächstes solltest du dir Redemittel mal anschauen und vielleicht einige davon auswendig lernen, weil wir sind ja hier im mündlichen Bereich. Du sollst hier einen Vortrag halten und für den Vortrag gibt es bestimmte Redemittel. Die helfen dir nämlich, diesen Vortrag zu gliedern. Zum Beispiel leiten sie Sätze ein oder sie helfen auch bei Überleitungen zwischen den Themen. Und diese Redemittel, die findest du auch auf einer PDF, die kannst du dir auch herunterladen, hier in dem Link unter diesem Video. Und dein Vortrag sollte so aufgebaut sein, dass du eine Einleitung hast, einen Hauptteil und einen Schluss. Im Hauptteil präsentierst du zum Beispiel deine Argumente und so weiter. Im Schluss fasst du das Ganze nochmal zusammen. Und für jeden Teil dieses Vortrags, ja, vom Aufbau her gesehen, gibt es bestimmte Redemittel. Also es gibt Redemittel, um deinen Vortrag einzuleiten zum Beispiel. Und die findest du auf der PDF. Die kannst du dir dort in Ruhe mal anschauen. Such dir welche aus, die am besten zu dir passen und versuch sie vielleicht einfach zu lernen. So, wir haben eben schon den Aufbau vom Vortrag gesehen. Der ist ganz, ganz wichtig, weil du solltest durch den Vortrag auf jeden Fall hinweg einen roten Faden behalten, damit du nicht durcheinander kommst und damit dein Zuhörer, der Prüfer in dem Fall, dir auch gut folgen kann. Genau. Und das Gute ist jetzt, mit den Redemitteln zum Beispiel kannst du den Beginn und den Schluss schon mal zu Hause vorbereiten, auch wenn du das Thema gar nicht weißt. Und hier siehst du nochmal den Aufbau. Wir haben also als erstes die Einleitung, da stellst du dein Thema vor. Dann sagst du kurz, wie der Vortrag aufgebaut ist, ganz kurz. Also einfach nur sagen, worüber du jetzt sprechen wirst und wie das halt aufgebaut ist. Dann gehst du in deinen Hauptteil über, präsentierst deine Argumente und da solltest du auch wieder das alles gliedern. Also es muss eine logische Schlussfolgerung ergeben.
Und da hebst du die wichtigsten Aspekte von deiner Argumentation hervor. Und wichtig auch, finde Vergleiche, Beispiele aus deiner eigenen Erfahrungen zum Beispiel. Und wenn du Expertenbeispiele hast, das wäre natürlich super. Zum Beispiel, vielleicht hast du irgendwas in den Nachrichten gehört oder gesehen oder in der Zeitung gelesen oder so. Und dann kannst du das natürlich mit einbringen. Das kommt sehr, sehr gut. Und am Ende solltest du noch mal eine kleine Zusammenfassung von deinem ganzen Vortrag machen. Einfach noch mal 1 oder 2 Sätze. Das, was du eben alles gesagt hast, noch mal ganz, ganz kurz und oder ein Fazit. Ein Fazit muss nicht sein, kann aber ganz gut kommen. So, jetzt weißt du, wie das aufgebaut ist. Jetzt solltest du so einen Vortrag auch mal üben. Und das machst du so, dass du, also ganz wichtig, es gibt Regeln für den Vortrag, ja, und die solltest du auf jeden Fall kennen und dann kannst du das zu Hause auch mal üben. Lass zum Beispiel dein Blatt Papier auf dem Tisch liegen und spiel nicht damit. Falls du den Vortrag im Stehen geben solltest, verstecke nie dein Gesicht. Also das Blatt, mach das Blatt nicht vors Gesicht oder sowas. Und weil du vielleicht auch aufgeregt bist, kann es sein, dass dein Blatt auch ein bisschen wackelt. Deswegen würde ich das Blatt zusammenfalten und es auf Bauchhöhe halten. Außerdem solltest du versuchen, frei zu sprechen. Du kannst ab und zu auf dein Blatt natürlich schauen, das ist auch wichtig, dafür ist es ja da. Aber es ist ein Vortrag und du kriegst auf jeden Fall Punkte abgezogen, wenn du nur komplett abliest. Oder je mehr du liest, umso mehr Punkte bekommst du abgezogen, ja? Deswegen ganz wichtig, lies nicht ab. Hab den Zettel, dafür ist er da, du kannst immer mal drauf gucken, aber du sollst auf keinen Fall ablesen. Du musst trotzdem natürlich sprechen können und schaue auf jeden Fall deinen Gesprächspartner an, sei nicht zu schüchtern. Als nächstes, da du, wie gesagt, dich hinter dem Papier nicht verstecken solltest, den Gesprächspartner anschauen solltest und somit machst du halt auch einen selbstbewussten Eindruck, wenn du den Leuten in die Augen schaust. Und versuche auch deine Stimme etwas zu bewegen. Wenn du also einen Vortrag hältst, der sehr monoton ist, dann kann es schnell langweilig werden. Und die Zuhörer haben dann keine Lust mehr, dir zuzuhören. Ja? Und es wird ja auch bewertet, dass du eine natürliche Sprache hast. Und so wie ich das jetzt auch tue, geht meine Sprache hoch, also meine Stimme hoch und runter. Ja, sie bewegt sich. Und das solltest du auch versuchen. Außerdem versuche ein gutes Tempo für dich zu finden, weil wenn du zu schnell oder zu langsam sprichst, dann kann es passieren, dass der Zuhörer das Interesse verliert und du dadurch auch Punktabzug bekommen kannst. Also wenn man zum Beispiel zu schnell spricht, dann macht man auch schnell Fehler. Wenn du zu langsam sprichst, dann kann es passieren, dass dein Vortrag nicht mehr flüssig ist und du vielleicht auch stockst. Also finde wirklich einen geeigneten Redefluss, der zu dir passt. Weiterhin solltest du auf deine Mimik und Gestik achten. Das heißt, deine Hände sollten schon sichtbar sein. Steck die hier nicht in die Hosentasche oder sowas oder verstecke sie nicht unterm Tisch. Und bewege deine Hände in angemessener Weise. Das heißt, fuchtel nicht hin und her. Also beweg sie nicht zu schnell vorm Gesicht oder spiel mit den Haaren oder sowas. Nein. Einfach die Hände auf dem Tisch. Du solltest sie nicht verstecken, du kannst sie bewegen, ja, wenn du sprichst, aber nicht zu sehr. Ja, wenn man aufgeregt ist, kann das schon mal passieren. Und du möchtest natürlich nicht nervös rüberkommen und deinen Vortrag weniger seriös machen dadurch. Außerdem gibt es auch die Lückenfüller. Das kann sehr schnell passieren, habe ich auch gerade gemacht. Ist ja ganz normal, das gehört in den Redefluss mit rein, dass man immer mal so ein paar Lückenfüller hat. Und wenn du dir aber jetzt zum Beispiel am Anfang deine Redemittel erstmal anschaust und dir da welche aussuchst, dann kannst du, und die halt auch nicht so schnell vergisst, dann kannst du die zum Beispiel, die helfen dir dann, diese Lückenfüller, wegzulassen sozusagen. Also wenn du deine Redemittel hast und du weißt, okay, als nächstes sage ich das und dann sage ich das und so weiter, dann passt das auch. Dann kannst du dieses und diese Lückenfüller vielleicht versuchen wegzulassen. Wenn die aber passieren, ist das auch ganz normal. Mir passiert es ja auch. Ich spreche mit dir gerade Deutsch, das ist meine Muttersprache. Ich bin nicht aufgeregt im Moment und trotzdem kommt immer mal ein Oder
Ja, das ist total normal. Du kannst aber zum Beispiel anstatt zu sagen, auch mal außerdem oder und oder sowas. Du solltest es einfach versuchen zu vermeiden. Wenn es passiert, ist es auch nicht schlimm. Ja, aber genau deswegen ist es einfach gut, so einen Vortrag zu Hause mal aufzunehmen. Und dann siehst du dich selber und hörst dich auch mal und dann merkst du auch, ob du viel sagst. Und dann kannst du dich während des Vortrags auch mal dran erinnern und versuchen, dieses Wort einfach wegzulassen. Nimm mal eine kleine Atempause oder nimm ein anderes Wort. Ja, oder wenn du gerade über die Redemittel nachdenkst oder so, dass du einfach kurze Atempause und du redest weiter. Ja, anstatt das Manche Leute sagen ganz, ganz viel und das macht die Sprache sehr stockend. Deswegen einfach mal schauen, wie viel du davon benutzt, wie viele in deinen Sätzen so vorkommen. Also nimm dich einfach mal auf und dann siehst du das schon selber. So, als nächstes, ganz, ganz wichtig auch wieder, es gehört dazu, zu dem Vortrag, zu dem Üben, dass du das zu Hause schon mal vor der Kamera, am besten die Kamera übst. Vom Spiegel geht's auch, Kamera ist am besten, nimm dich auf, schau dich danach an. Ich weiß, es ist total nervig. Ich gucke mich auch nicht unbedingt gerne selber an, aber es ist einfach eine super Methode zu sehen, wie spreche ich, wie ist mein Redefluss, wie ist meine Mimik, meine Gestik, wie stehe ich da und so weiter. Wie komme ich rüber in diesem Vortrag, ja? Und somit hast du dann auch mal einen Vortrag geübt. Also es ist auf jeden Fall praktisch. Was du aber auch üben solltest, nicht nur dieses Sprechen, das Mündliche, sondern auch die Notizen. Stelle sicher, dass du übersichtliche, gute Notizen hast. Falls dir das schwierig fällt, sowas, dann solltest du das zusätzlich üben. Zum Beispiel ist ein Mindmap, das ist mein Favorit, ich liebe Mindmaps. Mindmaps sind eine super Möglichkeit, deine Ideen miteinander zu verbinden und auch gleichzeitig die Struktur, also die Aufbau deines Vortrags zu bewahren. Und übe das mal, wenn du für den Wortschatz übst, indem du dir ein Thema anhörst, anschaust oder liest und dir dann dazu einfach mal Notizen machst, die du dann gleich für einen Übungsvortrag benutzen kannst. Und dabei achtest du dann noch auf die Tipps für Mimik und Gestik und so weiter und nimmst dich mal mit deiner Kamera auf und schaust dir das später einfach nochmal an. Und dann schaust du, welche Fehler du beheben kannst und reflektiere einfach mal, wie das jetzt gelaufen ist, der Vortrag. Und voilà, du hast eine perfekte Prüfungsvorbereitung. Jetzt gebe ich dir deine Schritt-für-Schritt-Anleitung für deinen Vortrag. Wir sind immer noch im Goethe-Zertifikat C2 Sprechen Teil 1. Und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sieht so aus. Als erstes sollst du dich entscheiden. Dann liest du das Aufgabenblatt durch. Dann unterstreichst du Schlüsselwörter. Dann machst du dir deine Notizen und dann hältst du deinen Vortrag. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung im Detail findest du auch in einer PDF zum Herunterladen, wieder in dem Link unter diesem Video. Los geht's. Als erstes hast du die Qual der Wahl, du musst dich entscheiden. Du musst dir eine Aufgabe aussuchen. Und das kannst du machen, indem du dir die Aufgabenstellung einfach mal rasch durchliest. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit in der Vorbereitungsphase. Und genau, du sollst dich dabei rasch entscheiden. Und schaue deswegen zunächst nur mal aufs Thema. Gehe noch nicht ins Detail. Wenn du dich jetzt nicht entscheiden kannst, dann überfliege mal die Zitate. Und dabei solltest du dir folgende Fragen stellen. Welches Thema interessiert mich denn hier überhaupt? Bei welchem Thema habe ich schon genug oder genügend Wissen und Wortschatz? Und bei welchem Thema habe ich eine eindeutige Meinung, die ich auch vertreten kann? Und habe ich dazu auch genügend Erfahrung, beziehungsweise kann ich Beispiele bringen, die ich dann in meine Argumentation einbringen kann? Das sind so die Fragen, die du dir stellen solltest. Und ich glaube, dein erstes Gefühl, das ist meistens das Richtige. Also wenn du das Thema siehst, hast du bei einem wahrscheinlich ein gutes Gefühl und das ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. So, wir sind weiterhin in der Vorbereitungsphase. Hier kannst du jetzt dein Aufgabenblatt durchlesen. Du hast 15 Minuten dafür Zeit. Das Entscheiden kommt natürlich auch in diese 15 Minuten mit hinein. Deswegen solltest du dich auf jeden Fall beeilen.
Und die 15 Minuten beziehen sich auch auf Sprechen Teil 2. Also du hast für die gesamte mündliche Prüfung 15 Minuten Vorbereitungszeit. Das heißt, du solltest hier ja einfach mal zu Hause durchüben und schauen, wo brauche ich mehr Zeit. Ob beim Vortrag oder bei der Diskussion. Ich glaube, die Bewertung hier ist 50-50 ungefähr, deswegen schau, wo du wirklich am meisten Zeit brauchst. Also du kannst jetzt nicht sagen, der Vortrag, der wird wenig bewertet, deswegen nehme ich mir dafür nicht so viel Zeit. Bei der Diskussion gibt es mehr Punkte oder so. Nein, du musst für Vortrag und Diskussion genauso gut sein und deswegen ist es wichtig, dass du deine Vorbereitungszeit auch sehr gut aufteilst. Deswegen solltest du zu Hause auf jeden Fall mal üben und schauen, wie lange brauche ich, um mich für einen Vortrag vorzubereiten, wie lange brauche ich für eine Diskussion. Es sind ja doch unterschiedliche Sachen, ja. Wenn du für den Vortrag einfach mehr Zeit brauchst, weil du doch relativ gut im Diskutieren bist und bist da eher spontan, dann brauchst du vielleicht 9 Minuten in der Vorbereitungszeit und für die Diskussion nur 6 oder so. Aber übe das auf jeden Fall zu Hause mal durch. Jetzt liest du dein Aufgabenblatt durch in dieser Zeit und du versuchst alles zu verstehen. Nicht verzweifeln, wenn da ein Wort ist, was du nicht verstehst. Schau dir deine 3 Zitate dazu an. Sprich dich da eins besonders an, dann kannst du deinen Schwerpunkt auf dieses Zitat legen. Du solltest schon alle 3 irgendwie mit reinbringen, aber du musst nicht alle Zitate gleichwertig behandeln, ja? Du kannst da ruhig deinen Schwerpunkt auf eins legen, weil das ist dann wahrscheinlich das, was auch so ein bisschen deine Meinung vertritt. Weiter geht's. Dann sollst du Schlüsselwörter unterstreichen. Das kannst du machen, während du liest. Ja, während du die Aufgaben durchliest, die Zitate durchliest. Da kannst du schon die Schlüsselwörter unterstreichen, weil damit kannst du auf jeden Fall Zeit sparen. Versuche nicht alles zu unterstreichen, sondern wirklich nur wichtige Begriffe. Und dieses Unterstreichen ist jetzt nicht super wichtig, wie in anderen Teilen der Prüfung teilweise. Aber es hilft dir trotzdem, gegliedert vorzugehen und du hast so deine wichtigen Begriffe, die ja herausstechen. Und somit hilft es dir halt auch, deinen Überblick zu behalten und ein bisschen schneller zu arbeiten. Wie gesagt, nicht nur die wichtigen Begriffe unterstreichen und nicht zu viel. Dann geht es los. Wir sind jetzt eigentlich mit im wichtigsten Teil fast, die Notizen machen. Die Notizen sind ganz, ganz wichtig. Halte dich dabei wirklich knapp, keine Sätze, keine langen Stichpunkte und so weiter. Wenn du hier jetzt spontan sein möchtest, dann wird es ein bisschen schwierig, weil es ist ein Vortrag und er muss doch gut gegliedert sein. Deswegen auf jeden Fall würde ich dir raten, Notizen zu machen. Gliedere dabei deine Ideen, wie in dem Vortrag auch. Den Aufbau hast du eben gesehen. So solltest du auch deine Ideen gliedern. Dann solltest du auf jeden Fall aufpassen, dass du auch leserlich alles aufschreibst und notiere dir gegebenenfalls Redewendungen. Es kann passieren, dass du sprichst, also es kann passieren, dass du vor der Prüfung sagst, die Redewendungen, die habe ich mir alle auswendig gelernt. Kein Problem. Dann sitzt du oder stehst in der Prüfung und denkst, oh Gott, jetzt habe ich die Redewendung vergessen. Ach, wie mache ich jetzt weiter? Wie leite ich das über? Und dann bekommst du Panik und machst Fehler. Also, wenn du jetzt schon eine Idee hast, welche Redewendung du benutzen möchtest, dann notiere sie einfach an der Seite und dann kann nichts schief gehen. Oder einfach den Anfang, einen Satzanfang von der Redewendung oder so. Und auf jeden Fall solltest du herausfinden, welche Art von Notizen zu dir passen. Zum Beispiel kannst du auch eine Liste machen von Ideen, eine Tabelle kannst du machen oder ein Mindmap. Für mich, finde ich, sind die Mindmaps einfach am besten. Sie sind übersichtlich, sie sind schnell und einfach zu handhaben. Man muss nicht erst suchen, weil man alles kompakt im Blick hat und man hat automatisch kurze Stichpunkte. Man kann also nicht ablesen, zum Beispiel, ja. Und man kann die Ideen auch gut miteinander verbinden. Also es ist eine super Vorlage, um dann das alles in den Vortrag umzuformulieren. Jetzt ist es soweit. Du hast deine Notizen und jetzt musst du deinen Vortrag halten. Und das hängt jetzt, wie gesagt, von deinen Notizen ab. Ja, wenn du gute Notizen hast, mit einem roten Faden drin, dann wird dein Vortrag auch einen roten Faden haben und dann klappt das alles. Halte dich dabei auch an die Regeln für Mimik, Gestik und so weiter.
Deine Einleitung nicht vergessen, Redemittel nicht vergessen. Und jetzt hast du 5 Minuten Zeit. Das hört sich kurz an, ist es aber nicht. Ich glaube, 5 Minuten ist wirklich sehr lang. Und deine Argumentation sollte nicht zu kurz sein, weil wenn du dann nur 3 Minuten sprichst, dann hast du ein Problem. Also lieber zu lang und Infos weglassen. Das heißt, es ist besser, wenn du mehr Notizen hast und vielleicht machst du dir die in Klammern. Notizen, die jetzt nicht so wichtig sind, machst du dir in Klammern. Und wenn du wirklich noch 1 Minute Zeit hast, dann hast du wenigstens noch ein paar Informationen, die du in den Vortrag mit einbringen kannst und bist nicht zu früh fertig. Und aber wirklich aufpassen, dass du auch alle Zitate mit einbringst und deine wichtigsten Inhaltspunkte einfließen lässt. Ein kleiner Tipp zwischendurch. Stresst dich die mündliche Prüfung auch so sehr? Das kann ich verstehen. Aber keine Angst. Hier bei Home Studies hast du super Lehrer, die dir helfen können, dich gut darauf vorzubereiten. Klick einfach mal auf den Link hier unterm Video und lass dich informieren. Und wir machen direkt weiter. So, jetzt noch ein kurzes Beispiel und dann hast du es auch schon geschafft. Wir befinden uns also im Goethe-Zertifikat C2 Sprechen Teil 1 und wie du siehst, das sind die Aufgabenblätter zum Teil 1. Es geht um Produktion, Vortrag halten. Wir haben einmal Thema 1, die Bedeutung von Heimat und Thema 2, soziale Netzwerke im Internet. Und da solltest du dich jetzt entscheiden, indem du dir die Themen anschaust. Entweder du weißt sofort Bescheid, welches Thema du möchtest, oder du schaust auch mal, fliegst einfach so über diese Zitate noch drüber, die dir auch noch ein paar Ideen geben können. Ich habe mich jetzt hier als Beispiel für das Thema 2 entschieden, soziale Netzwerke im Internet, und das lesen wir uns jetzt auch mal durch. Sie sind Teilnehmer am Seminar Neue Medien und halten dort einen 5-minütigen Vortrag zum Thema soziale Netzwerke im Internet. Im Anschluss beantworten Sie Fragen dazu. Wägen Sie unterschiedliche Standpunkte ab. Sie können sich an folgenden Zitaten orientieren. Geben Sie auch Beispiele. Genau. Jetzt würde ich die Zitate erstmal überfliegen und mal ganz unten schauen, was da steht und sicher gehen, dass wir das auch auf jeden Fall nicht vergessen. Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Vortrag gut strukturieren. Wir brauchen also unseren Aufbau. Dann brauchen wir eine anspruchsvolle Sprache und die persönliche Einstellung zum Thema sollte klar gemacht werden. Also diese 3 Sachen müssen auf jeden Fall gemacht werden, weil sonst gibt es auf jeden Fall Punkteabzug. Dann geht es los. Wir wollen jetzt unsere Schlüsselwörter unterstreichen und da schauen wir uns jetzt auch die Zitate dazu an. Ein Netzwerk, in dem sich weltweit Millionen von Nutzern zusammenschließen, ist großartig. Hier haben wir also eine positive Meinung. Pro. Da werden Daten aus der Privatsphäre weitergegeben und Persönlichkeitsrechte verletzt. Das ist doch eher eine negative Meinung. Und dann, wer meint, dass soziale Netzwerke nur positive oder nur negative Effekte haben, ist naiv. Also hier, das ist so ein bisschen Plus und Minus, so eher eine Meinung mittendrin. Nicht unbedingt neutral, aber eine Meinung zwischen Pro und Contra. So, dazu sollen wir uns jetzt Notizen machen und wir können jetzt den Schwerpunkt auf ein Zitat legen und versuchen dazu halt jetzt unseren Vortrag zu gliedern. Hier in dem Beispiel ist es, wie du siehst, wir haben unsere Einleitung. Also Thema ist soziale Netzwerke im Internet. Nach oben hin sieht man die Einleitung, nach drüben hin dann den Hauptteil, auf der anderen Seite der Schluss. Das sind unsere 3 Hauptteile des Aufbaus halt. Und im Hauptteil des Vortrags haben wir Pro, Contra. Und dann vielleicht eine Art Fazit. Und wir sind also eher der Meinung, wir wollen jetzt uns hier in diesem Vortrag auf das letzte Zitat stützen. Also wer meint, dass soziale Netzwerke nur positive oder nur negative Effekte haben, ist naiv. Und diesem Zitat stimmen wir zu und
geben halt auch noch weitere Informationen zu diesem Pro und Contra. Genau. Und dann, wie man sieht, am Ende haben wir wie eine Art Fazit, was uns dann zum Schluss führt. Und mit so einem Mindmap kann man, also man hat die Gliederung vor sich liegen, man hat den Aufbau des Vortrags und man kann einfach nicht die ganze Zeit ablesen, das geht gar nicht, weil wir haben ja nur einzelne Wörter hier. Man muss also frei sprechen und man hat aber alles im Blick. Genau, so könnte ein Mindmap aussehen. Es kann auch noch viel mehr Informationen dastehen. Das ist jetzt einfach nur als Beispiel zum Anschauen, ja? Und als letztes ist es dann soweit und du sollst deinen Vortrag dann halten mit deinen Notizen. Da gibt es in der Modellprüfung noch Hinweise zu dem Prüfungsgespräch. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Das heißt, wir haben erstmal eine Eröffnung und dann gibt es noch eine Einführung. Also bevor dein Vortrag losgeht, gibt es eine Einführung. Ja, und da soll man sich kurz nochmal vorstellen, was macht man beruflich oder was möchte man später mal machen. Und da sollte man so ein paar Sätze dazu sagen oder wofür benötigt man das Zertifikat und da einfach noch ein paar Sätze vielleicht vorher vorbereiten, bevor man in die Prüfung reingeht. Und dann geht es über zum Teil 1 zu der Prüfung und der Prüfer wird dann sagen, jetzt sind wir in der mündlichen Prüfung, der Teil 1, da wird jetzt der Vortrag gehalten und so weiter. Sie haben das Wort, bitte beginnen Sie und dann geht es los. Und nach deinem Vortrag gibt es noch die Reaktion dazu. Das heißt, wir hatten ja noch 2-3 Minuten Fragezeit danach. Da wird der Prüfer sagen, vielen Dank für den Vortrag etc. Und dann kommen halt noch so ein paar Fragen dazu, wie du hier siehst. Kannst gerne kurz pausieren und in Ruhe dir das nochmal durchlesen. Aber zu dem Vortrag dann einfach nochmal ein paar Fragen und du solltest vielleicht im Vornherein, wenn du noch Zeit hast, dir mögliche Fragen und Antworten dazu vielleicht auch notieren, falls du Zeit hast. Und dann kommen wir auch zum Abschluss von Teil 1. Der Prüfer sagt dann, vielen Dank, wir sind jetzt fertig und gehen zum Teil 2 über. Ja, und dann hast du es auch schon geschafft, zumindest mit Teil 1. Herzlichen Glückwunsch. Und wie versprochen gibt es jetzt am Ende noch einen kleinen Bonus. Und zwar kannst du dich mal selber testen. Ich habe dir hier einfach für zu Hause zum Üben ein paar Aufgaben gegeben. Hier ist ein Übungsvortrag für dich. Such dir einfach mal das Thema oder das nächste aus oder auch beide. Und den Aufbau hast du schon, den habe ich dir hier mit Ideen schon vorgelegt. Und dann kannst du einfach mal zu Hause damit üben. Hier ist Thema A, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane. Und hier ist Thema B, künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt. Und noch eine Selbstbeurteilung für dich, wenn du diese Sachen alles kannst hier, die du hier liest, ja, dann bist du auf jeden Fall bereit für die mündliche Prüfung, weil diese stützen sich auf dem GER, dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Wenn du also zum Beispiel Sachverhalte klar, flüssig, gut strukturiert, ausführlich und wenn möglich interessant darstellen kannst und diese Frage halt auch mit Ja beantworten kannst, dann bist du bereit für die Prüfung. Schau es dir mal an, überlege mal für dich selber, wo habe ich noch Fehler oder wo habe ich Probleme, woran sollte ich arbeiten. Aber wenn diese Fragen alle mit Ja beantwortet werden können, dann bist du bereit. Viel Glück! Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns freuen, wenn du uns einen Like gibst. Diesen Teil hast du jetzt auch geschafft. Wir sehen uns entsprechend Teil 2 wieder. Möchtest du lieber einen anderen Teil des Goethe-Zertifikats C2 üben? Dann schau dir doch mal unsere Playlist an. Da kannst du dir direkt aussuchen, welchen Teil du üben möchtest. Einfach draufklicken und vielleicht sehen wir uns dort dann wieder. Und hier geht es direkt zum nächsten Video. Also, bis gleich. Ciao!